Mit dieser kunstvollen Darbietung sage ich ein herzliches Grüß Gott heute zu Wir in Bayern an diesem heißen Mittwoch. Grüß Gott. Jetzt Grüß Gott. muss ich erst mal fragen, wie spreche ich Sie richtig an? Mein Name ist Otsuka Ryonosuke Taira no Masatomo. Otsuka genügt. Wie mache ich es ein? Otsuka. Otsuka genügt. Oder Meister Otsuka, oder? Der Meistertitel, der braucht es nicht unbedingt. Otsuka. Otsuka reicht. Was haben wir gerade gesehen? Das war eine Vorführung des Batojutsu, des Schwertziehens. Eine sogenannte Kata, eine Übungsform. Sie sind Meister der japanischen Kriegskunst. Genau. Die Schule nennt sich Hokushin Itoryu Hyoho. Das ist eine altjapanische Kriegskunstschule, welche um 1820 herum gegründet wurde. War das immer ein Traum von Ihnen? Ja, schon, muss ich sagen. Also ich habe mich seit meiner Jugend eben mit der japanischen Kriegskunst auseinandergesetzt, beziehungsweise mit japanischer Geschichte. Und dadurch bin ich auf Japan aufmerksam geworden und wollte unbedingt den Umgang mit dem japanischen Schwert lernen. Kann man sagen, dass Sie Samurai sind? Ich wurde in eine altjapanische Samurai-Familie adoptiert. Die Samurai-Kaste wurde zwischen 1868 und 1876 abgeschafft. Also ihre Privilegien wurden abgeschafft, aber die alten Familien existieren noch. So wie die Otsuka-Familie eben eine Samurai-Familie ist. Spannend. Da möchte ich gleich noch ein bisschen detaillierter nachfragen. Jetzt interessiere ich mich gerade noch für das Gewand. Da sind so Augen aufgestickt. Keine Augen. Das ist Keine Augen? das sogenannte Gesseimon. Das ist das Wappen der Chiba-Familie, der Gründerfamilie meiner Schule. Das ist das sogenannte, also Gesseimon bedeutet Tsukini Hoshi, Mond und Stern. Mond, ja. Also der Mond und der Polarstern, das sogenannte Okyokusei. Was ist sonst noch? Eine weite Hose? Genau, das ist der Hakama, das sind die japanischen Reiterhosen. Flipflops? Sori, genau. Und Der Ursprung der Flipflops sozusagen. der Ursprung der Flipflops. Genau. Und passende... Man tut sich ja immer schwer, wenn man mit den Socken in solche Schuhe gehen möchte. Da ist schon so ein Zehensteg ausgeschnitten, Genau, oder? bei den Tabi-Socken, da ist immer der große Zeh extra. Aha. Ganz interessant. Also, da schauen wir dann später noch mal genauer und erfahren vor allem noch viel mehr über die Kriegskunst, über die Kunst der Samurai, über die Schule, über Sie. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. So, und bei uns geht es jetzt weiter um die japanische Kriegskunst. Meister Otsuka ist da bei uns und er ist Meister, er ist Großmeister. Das ist auch richtig. Das ist ein besonderer Titel, weil er ist tatsächlich der einzige Ausländer, der in Japan diesen Titel bekommen hat und den führen darf. Und jetzt auch eine Schule eröffnet hat, gell? Genau. Sie sind ja ursprünglich aus München. Ja, gebürtiger Münchner. Wie geht denn Bayern und Japan, wie geht das denn zusammen? Langes Interesse an japanischer Kultur und Geschichte, dann mit japanischen Kampfkünsten angefangen und dann mit 18 schlussendlich nach Japan ausgewandert. Direkt nach der Schule? Ja. Das ist ja auch ganz schön mutig. Auf eigene Faust, ganz alleine? Ja, vor allem ohne Japanischkenntnis am Anfang, das war die größte Hürde, würde ich sagen. Ja. Aber der Sprung ins kalte Wasser, da lernt man es meistens am schnellsten. Aber jetzt ist ja Japanisch auch eine sehr schwierige Sprache. Ja, aber man lernt, wenn man drüben ist. Das Ja? ist nicht das Problem, genau. Ich meine, da ist ja die Schrift und die Laute. Inzwischen sprechen Sie fließend Japanisch? Genau. Würde der Japaner noch einen Dialekt hören, einen deutschen? Ich würde sagen, man hört immer einen gewissen Akzent raus. Das ist, wenn man nicht muttersprachlich ist, dann ist es egal bei welcher Sprache, dass man nie vollkommen akzentfrei sprechen kann. Was war denn so der Auslöser? Wann haben Sie angefangen, wirklich dieses Interesse für die Samurai, für die Kriegskunst zu entwickeln? Das war das Buch Shogun von James Clavell, das habe ich mit 11 Jahren gelesen. Und das hat mein Interesse an den Samurai geweckt. Was haben denn die Eltern gesagt, wie Sie nach der Schule gesagt haben? Ich gehe dann mal. Die fanden das tatsächlich sehr, sehr gut. Einfach mal einen Sprung machen ins kalte Wasser, ins Ausland gehen. Ich wusste auch nicht, wie lange ich nach Japan gehen werde. Das war noch nicht klar. Bestand da schon der Kontakt zu der Schule, wo Sie damals gelernt haben? Nein. Nee. Also es war wirklich, ich gehe jetzt nach Japan und schaue, was passiert. Genau. Einfach spontan und gesagt, ja, das war ein halbes Jahr vorher geplant. Und ich habe gesagt, jetzt möchte ich nach dem Abschluss einfach mein Leben in die eigenen Hände nehmen und sagen, ich gehe jetzt ins Ausland, gehe nach Japan und lebe meinen Traum sozusagen. Und der Traum ist wahr geworden, tatsächlich. Was genau ist denn die japanische Kriegskunst? Die japanische Kriegskunst, das ist diese alten Schulen, die sogenannten Koryu, wie die Hokushin Itoryu, meine Schule eine ist. Das sind
Schulen, die nicht nur eine Kampfkunst unterrichten, also nicht nur eine Disziplin, sondern meine Schule beispielsweise unterrichtet den Schwertkampf, das Kenjutsu, mit dem Langschwert, dem Katana und dem Wakizashi, dem Kurzschwert, sowie eben Naginata, das ist eine Schwertlanze, den Umgang mit dem Yari, dem Speer, sowie eben auch unbewaffnete Techniken beim sogenannten Jujutsu. Wir haben ein paar Bilder, wie das tatsächlich dann in Action aussieht. Da gucken wir jetzt mal rein. Erklären Sie gerne ein bisschen was dazu. Das ist eine sogenannte Kata. Da werden Techniken einstudiert, Bewegungsabläufe im Stil der Schule, also Techniken, die man in einer sicheren Atmosphäre üben kann, sozusagen ohne Verletzungen. Duelle, Shiai existieren auch, werden auch ausgefochten mit Shinai, mit Bambusschwertern, mit Bokto, mit Holzschwertern oder mit Shinken, mit scharfen Klingen. Wichtig ist auch, dass man eben den Umgang lernt, also mit der Beinarbeit auf verschiedenem Untergrund zu kämpfen. Also nicht nur auf einem Hallenboden, sondern auch auf Kieselsteinen, auf schlammigem Untergrund, auf Feldern. Gras, wie wir es jetzt hier Genau. gesehen haben. Ist denn da so eine spezielle Choreografie, also auch mit den Kampfrufen, die wir gehört haben, mit den Schritten? Hat das alles eine feste Abfolge? Genau, diese Kata sind fest vorgeschrieben, wie die trainiert zu werden haben. Wie beginnt man denn damit? Also was sind denn so die ersten Schritte, wenn man das lernen möchte? Die ersten Schritte sind tatsächlich die Beinarbeit. Also man lernt erst mal laufen von Anfang an. Damit beginnt das Training, dann wird einem die Schwertarbeit näher gebracht und dann geht es eben zu den sogenannten Kata. Erstmal beim Kenjutsu, das heißt diese Partnerformen, die man eben gerade gesehen hat, oder dann das Battojutsu, das man ganz am Anfang gesehen hat, das Schwertziehen. Da wird gleich der Umgang mit der scharfen Klinge gelehrt von Anfang an. Beim Kenjutsu, beim Schwertkampf, wird erst mit Bokto, mit Holzschwertern geübt. Sie haben gerade angesprochen, dass es durchaus auch zu Verletzungen, also es ist ja scharfes Werkzeug. Wie häufig ist das? Also ich meine, da kann es schon mal sein, dass aus Versehen was daneben geht, oder? Kann passieren, passiert, aber beim Fußball passieren genauso Verletzungen. Das ist jetzt nicht Natürlich, klar. Ja. Aber es ist wie kein Koch, der sich noch nie mit dem Messer geschnitten hat. Das ist bei Schwertern, die scharf sind, nun mal auch der Fall. Ja. Aber es sollte halt nicht passieren. In Japan gibt es einen Spruch, der heißt Saru mo ki kara ochiru, das heißt auch Affen fallen von Bäumen. Ja, auch das. Genau. Es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Eben. Wie war denn damals Ihre Aufnahme in der Schule? Also Sie sind da angekommen, haben angeklopft und haben gesagt, da würde ich gerne teilnehmen, ich würde gerne Schüler werden. Ja. Die japanischen Kriegskünste sind auch relativ offen heutzutage. Die meisten haben Webseiten. Und darüber habe ich die Schule eben in Tokio gefunden. Und bin dann zum Probetraining gekommen und habe meinen Meister kennengelernt und wurde dann in die Schule aufgenommen. Der hat Potenzial gesehen. Da haben wir ein Foto. Das ist Ihr Meister? Genau. Der hat Sie auch ausgebildet? Genau, vollständig. Sind Sie immer noch verbunden mit ihm? Nur er ist ja mein Adoptivvater mit. Also in japanischen Künsten ist es üblich, wenn der eigene Meister keinen Sohn hat, dann wird der beste Schüler adoptiert, der dann als Erbe die Schule übernimmt. Also er war das 6. Oberhaupt der Schule und ich bin durch die Adoption eben zum 7. Oberhaupt geworden. Sie haben aber Eltern in München. Genau. Also es gab jetzt keinen Grund, dass Sie adoptiert werden, aber natürlich die Schule, das ist eine lange Tradition, oder? Genau, das nennt sich also Yoshi, das ist die Erwachsenenadoption. Und das wird in altjapanischen Künsten meistens ausgeführt. Auch japanische Firmen, die in Familienhand sind, das ist genauso. Firma Toyota ist ein sehr gutes Beispiel. Da wird auch die CEO-Familie, die Toyota-Familie, die macht das auch so, wenn der Erbe nicht geeignet genug ist, dann wird halt ein Mitarbeiter adoptiert. Ja, dass es in Familienhand bleibt. Genau. Die Blutsverwandtschaft ist nicht so wichtig. Ja. Es geht eher um den Namen. So, jetzt wird es wieder spannend. Ja! Ja!
das war wieder eine Darbietung der original japanischen Kriegskunst. Genau. Danke an Tamash. Oder Tamash. Genau. Tamash, ist das ein Schüler? Wie trainieren Sie zusammen? Genau, er ist mein Schüler. Er leitet die Schule in Budapest. Meine Zweigstelle in Budapest, genau. Ich will gerade noch mal einhaken. Meister Ozka ist nämlich bei uns. Und was er erreicht hat, ist wirklich einmalig. Also er hat einen Titel bekommen, einen Großmeistertitel in der Ausbildung der japanischen Kampfkunst, einer alten Lehre der Samurai, sage ich es richtig. Er ist der einzige Ausländer, der in Japan diese Ehre, diesen Titel bekommen hat. Und dafür hat er hart gearbeitet. Ein eiserner Willen war dafür notwendig. Er ist direkt nach der Schule, haben wir gerade schon gehört, sind Sie nach Japan gegangen. Genau. Wie viel muss man denn da üben? Wie viel muss man trainieren, damit man so gut wird? Bis zu meiner Meisterprüfung habe ich tagtäglich, also 7 Tage die Woche, 8 bis 10 Stunden trainiert. Ein Tag war reines Theorie- und Philosophietraining, also Philosophieunterricht und Theorietraining, Geschichte und eben Etikette wird auch viel gelehrt, genau wie eben die Philosophie, Geschichte, Etikette. Ja. Kein Freizeittag? Wenig, ganz wenig. Und das ist Usus, also das ist quasi diese harte Schule? Das muss nicht so sein. Also ich habe als sogenannter Uchideshi gelernt. Uchideshi heißt, sind die Privatschüler des Meisters, also wenn man also Uchi, das Haus, und Deshi, der Schüler, also ein Schüler des Hauses sozusagen. Ja. Kann man das auch häppchenweise, also wenn man jetzt nicht so tief einsteigen möchte? Absolut. Kann man auch, dass man sagt, ich möchte 1 oder 2 Stunden die Woche machen, oder ist sowas eigentlich gar nicht möglich? Doch. Also die meisten Schüler machen das so tatsächlich. Aber ich bin eben explizit nach Japan ausgewandert, um das wirklich? Genau, um es vollständig zu machen, also um es wirklich professionell zu machen, so wie die Leute, wie die Samurai in der Edo-Zeit trainiert haben, so wollte ich auch trainieren. Wie war das denn damals in Japan, als Sie diesen Titel bekommen haben, als Sie auch adoptiert wurden von Ihrem Meister, die Schule dann übernommen haben, jetzt Ihre eigene Schule aufgemacht haben oder einen Zweig davon? Es ist nicht die eigene Schule, also es ist so, die Schule wurde 1820 gegründet, der Stil, die Hokushin Itoryu. Und was ich gemacht habe, ich habe das Dojo aus Tokio umgezogen, als ich zurück nach München bin. 2014 habe ich es eben nach München umgezogen, das Chiba Dojo. Es wurde 1848 gegründet, das Dojo, und eben jetzt mit Hauptsitz in München. Wie haben die japanischen Meister darauf reagiert, dass ein Europäer jetzt die Kunst mit nach Deutschland, nach München bringt? Weitgehend positiv, muss man dazu sagen. Es gab natürlich auch Leute, sehr konservative Leute, die gesagt haben, es muss ein Japaner leiten. Aber also der Großteil aller Schulen war sehr positiv dazu eingestellt. Gute Rückmeldung bekommen. Genau. Und seit wann machen Sie das schon in der Schule? In der Schule seit, also Sie meinen jetzt... In München? Seit wann gibt es die Schule in München? In München habe ich sie 2014 rübergebracht. Wie alt sind Sie denn? 27. Das ist nicht alt. Nee, aber durch die Vollzeitausbildung eben ging das relativ weil schnell. die so intensiv war. Genau. Vorletztes Jahr habe ich die 18.000 Stunden Marke geknackt, was Training betrifft. 18.000 Stunden. Wenn Sie rechnen, wenn jemand, sagen wir, 8 Stunden die Woche trainieren würde für ein Hobby, das ist relativ viel. 8 Stunden die Woche, 52 Wochen im Jahr, bräuchte man 43,5 Jahre, um auf 18.000 Stunden zu kommen. Ja. Also das ist das Pensum, das ich mir eingearbeitet habe. In In relativ wenigen kurzer Zeit. Jahren. Genau. Das ist beeindruckend. Man hatte kein Leben nebenher, so ungefähr. Ja. Genau. Beginnt das jetzt wieder? Das Leben nebenher? Ja, das ist deutlich mehr geworden seit meiner Ernennung, muss ich sagen. Also ich hatte einfach mehr private Zeit für mich. Und natürlich, ich mache das Vollzeit, das heißt, das ist mein Beruf, ich mache das professionell. Aber es ist deutlich mehr Freizeit geworden als eben früher. Die Schüler, die jetzt in Ihre Schule kommen, sind das Schüler mit japanischen Wurzeln oder sind das eher Deutsche? Beides gemischt. Also wir haben 2 Zweigstellen in Tokio, 10 Zweigstellen hier in Europa. Und dementsprechend, ja. Da sehen wir auch ein Foto von der Schule. Wo ist die? Die ist in Sendling hier in München. Was kann man da alles lernen? Also was gibt es da so für Kurse? Also so, also
das Bujutsu, die Kriegskunst, wird unterrichtet, zusammen mit der Tetsugaku, Philosophie, basierend auf den Lehren des Shinbutsu, dem Synkretismus aus Shintoismus und Buddhismus, sowie neokonfuzianistische Lehre. Dann Reho, traditionelle Etikette. Das ist nicht nur ein paar Mal verbeugen, sondern das ist wirkliche Hofetikette. Also wie man sich am Hof des Fürsten zu verhalten hatte, höherrangigen Bushi-Samurai gegenüber oder eben niederrangigen Samurai gegenüber, je nachdem, wie man das Schwert zu halten hat, wenn man wo zu Gast war, wo man es ablegen musste, wo man es tragen durfte. Das wird alles 1:1 immer noch so gelehrt. Dazu noch die Geschichte. Wo ist denn eigentlich Ihre Heimat, wenn Sie sagen, also diese Etikette ist ja was ganz Besonderes. Sie sind gebürtig aus München, Genau. haben lange Zeit in Japan verbracht. In welcher Kultur fühlen Sie sich mehr zu Hause? Der japanischen. Aber ich bin ja auch gebürtig, also ich bin hier aufgewachsen in Bayern. Dadurch bin ich eigentlich überall zu Hause. Ich reise sehr viel. Ich reise, wie gesagt, zwischen den ganzen Zweigstellen immer konstant rum. Und dadurch, die Schule ist meine Familie. Dadurch ist es so, dass ich, egal wo ich bin, fühle ich mich irgendwo heimisch. Sie sind ja auch nicht mit dem Namen ursprünglich geboren worden, Genau. sondern Sie haben einen ganz normalen Namen. Genau, den habe ich mittlerweile abgelegt. Also ich bin geboren als Markus Lösch, hier in München. Und mit 22, nach Abnahme meiner Meisterprüfung, wurde ich eben von meinem Meister adoptiert. Als dann sich langsam rausgezeichnet hat, dass ich die Schule irgendwann übernehmen werde, hat er mich adoptiert. Und dann 2 Jahre später wurde ich zum 7. Soke, das ist dieser Großmeistertitel, dieser Oberhauptstitel, erwählt sozusagen. Wie sprechen Sie alte Freunde hier in München an? Die meisten mit dem neuen Namen. Ehrlich? Ja. Haben die sich dran gewöhnt? Ja, das meiste ist nur, wenn, also die Familie beispielsweise, meine Eltern nennen Ja. mich noch beim alten Namen, ist klar. Ja. Aber ja, die Freunde meistens schon mit dem neuen Namen. Welcher Name steht im Pass? Der neue. Der neue. Genau. In seiner vollen Länge. Darf ich ihn noch mal hören? Das klingt so toll. Also Otsuka Ryonosuke steht drin, Taira no Masatomo, der Begleitteil, nicht. Genau. Sie haben gerade angesprochen, diese Lehre, die dahinter steckt, die Philosophie. Was genau gibt es Ihnen? Um was genau dreht sich das? Es geht vor allem darum, Geist und Körper in Einklang zu bringen. Die Bushi, die Samurai, folgt dem Weg des sogenannten Bunbu-ryodo, das heißt der Weg von Philosophie und Kriegskunst als eine Einheit. Man versucht eben nicht nur gut kämpfen zu können, sondern eben auch Philosoph zu sein. Deswegen haben auch so viele Texte wie das berühmte Werk Gorin no Sho von Miyamoto Musashi oder das Heiho Kadensho von Yagi Monenori oder andere Texte von berühmten Meistern heutzutage auch immer noch so große Bedeutung. Auch für Managertraining wird es oft verwendet. Ich coache eben auch selbst und dementsprechend ist die Philosophie da sehr, sehr hilfreich. Wir gehen mal rüber zum Kochen. Ich wollte noch eine Frage stellen. Waren Sie aufgeregt vor der Sendung, wenn man sich so fokussieren kann auf sich? Ein kleines bisschen. Das kann man dann doch nicht ablegen, oder? Ach, es ist das erste Mal im Fernsehen, so Ja. live im Fernsehen, deswegen ja, ein bisschen schon. Ja. Geh mal rüber in die Küche. Gerne. Meister Otsuka. Sie kann man ja persönlich treffen, habe ich gehört, bei der Samurai-Ausstellung, gell? Genau, noch bis Sonntag? Bis Sonntag, genau. Da wird jetzt wahrscheinlich die Schlange werden groß sein in der Hypo-Kunsthalle in München. Immer wenn sich's gegen dem Ende neigt, kommen noch mal alle auf die Idee, ich wollte die doch unbedingt sehen. Was machen Sie da genau? Ich bin Führer als Historiker durch die Ausstellung. Also ich laufe auch rum und beantworte Fragen. Also wenn Leute Fragen haben, können sie gerne jederzeit kommen. Also ich bin jetzt vor allem jetzt, eben weil es Ende der Ausstellung ist, noch jeden Tag die Woche da. Gibt es auch Vorführungen der Kampfkunst, der Kriegskunst? Vorführungen selbst nicht, weil eben bei scharfen Klingen ist es ganz etwas schwierig, wenn so viele Besucher da sind. Aber ich erkläre eben gerne. Ich zeige auch die Schwerter ganz gerne. Dementsprechend, ja, wenn Leute Fragen haben, immer gerne vorbeikommen. Super. Also noch bis Sonntag? Ja. Hypo Kunsthalle in München. Christiane, danke für deine Tipps. Sehr gerne. Wieder viel gelernt. Soda, Natron und Zitronensäure. Ali, ist es köstlich. Na, freut mich. Ich freue mich jetzt gleich, den Rest noch verspeisen zu dürfen. Dann danke dir Bis bald, Dickmann. für die kreative Küche. Ja, hier geht's jetzt weiter mit Abendschau der Süden. Annette Beetz begrüßt Sie und im Frankenstudio, Frankenschau aktuell, wartet Karin Schubert auf Sie. Wir sehen uns morgen wieder. Damit beschließen wir diesen heißen Tag. Kommen Sie noch gut in den Abend. Also bis morgen. Servus, Ade.